Mit Projektname HGLG hat kein geringerer als das wandelnde Siedler 4 Lexikon und mein geschätzter YouTuber-Kollege Ultimate Spindash ebenfalls seinen Hut um einen würdigen Nachfolger für das vakante Die Siedler-Franchise in den Ring geworfen. Alles Wissenswerte daher jetzt kompakt in den Zocker Lounge News. Dass da was kommt, war vielen Insidern längst klar. Dass die Ankündigung so früh kommt, allerdings nicht. Gerüchten zufolge, um einem ebenfalls ähnlichen, noch unangekündigten Projekt nicht hinterherzuhängen, und damit meine ich explizit nicht die First Explorers, preschte man jetzt im Livestream bei keinem geringeren als GameStar-Strategiemann Maurice Weber vor und kündigte einen geistigen Nachfolger zu Die Siedler 3 und Die Siedler 4 an, der das Beste aus beiden Spielen vereinen soll und die Story sowie das Gameplay um diese Klassiker ausbauen, erweitern und auch weitererzählen soll. Weltexklusive Reveal! Hört es hier zuerst. Ja. Exklusive Real. Aus diesem Entwurf ist inzwischen ein bisschen mehr entstanden. Da hat sich tatsächlich dann im November offiziell bei der Zocker Lounge Luxus LAN hat sich dann tatsächlich da ein kleines Team gebildet, was offiziell versuchen möchte, eine Version von diesem Entwurf in die Tat umzusetzen. Beim Namen HGLG handelt es sich übrigens um einen Spielmodus aus Die Siedler, der mit HG, also High Goods, hohe voreingestellte Bodenschätze beschreibt und mit LG, also Low Goods, zudem wenige Startressourcen. Da das aber nur eine Bezeichnung für den Prototypen ist, das nun mal als Randinfo. Mit dem Spiel selbst wird es wohl eher weniger zu tun haben. Übrigens veröffentlicht Ultimate Spindash seit einiger Zeit Videos mit seinen Ideen zu einem Die Siedler 5, welches die Ubisoft-Siedler ab Teil 5 somit komplett ignoriert, wie als hätte es sie nie gegeben. Großartig, nicht wahr? An dieses Konzept möchte man das Spiel anlehnen, wenn auch nicht 1:1, da diese Überlegungen für ein großes Team wie eben Ubisoft ausgelegt waren, welches jetzt in Eigenproduktion natürlich nicht vorhanden ist. Die Playlist verlinke ich euch daher mal an dieser Stelle. Neben dem klassischen Siedler 3 und 4 Gameplay soll das neue Spiel diese in vielerlei Hinsicht erweitern und modernisieren. Allerdings nicht wie beim Ansatz von Ubisoft gestreamlined werden, sondern im Gegenteil komplexer. Um den Siedlungspart zu erweitern, soll beispielsweise Lehm als wichtige neue Bauressource neben Holz und Stein integriert werden und sich Gebäude zudem zur höherwertigeren Version ihrer selbst ausbauen lassen. Auch Forschung soll als Gegenpool zur Magie für mehr taktische Alternativen sorgen. Apropos taktische Alternativen. Während der Militärpart in Siedler 3 und 4 durch eher wenige Einheitentypen beschränkt war und in der Regel in einer Massenschlacht endete, soll diese nun durch bessere integrierte Kriegsmaschinen und Handelsoptionen erweitert werden. Auf der Einheitenseite soll unter anderem berittene Kavallerie eingeführt werden und sich die Fraktionen generell mehr unterscheiden. Zu Release sollen sich dann die Römer, Wikinger und Ägypter die Klinge in die Hand geben, bei Erfolg bzw. über Add-ons dann aber auch nach und nach mit den Asiaten, den Mayas, den Amazonen und sogar dem dunklen Volk in einer neuen Interpretation alle Völker zurückkehren können. Das Spiel befindet sich dabei noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, weshalb es bis auf einige vorläufige Grafikassets und Tests zu zukünftigen prozedural generierten Maps noch nichts zu zeigen gibt. Bis zum Ende des Jahres bzw. zur nächsten Zocker Lounge Luxus LAN Party soll im Idealfall ein Pre-Alpha-Gerüst bzw. Prototyp stehen, mit dem man sich dann möglicherweise um eine staatliche Förderung bewerben möchte. Ein Release dürfte daher vor 2025 kein Thema sein. Das auf Unity basierende Spiel sucht noch weitere Programmierer und vor allem 3D-Artists. Wenn ihr euch also am Spiel beteiligen möchtet und mit Unity und der Materie etwas anfangen könnt, dürft ihr euch gerne unverbindlich via E-Mail an mitmachen@projekt-hglg.de bewerben. Und für mehr News rund um das wiederaufblühende Die Siedler-Franchise, auch wenn es wohl nie wieder so heißen wird, gerne diesen kleinen Nischenkanal abonnieren, damit ich euch weiterhin mit News versorgen kann.